Welche Kreditkarte ohne Jahresgebühr ist 2026 die beste? In diesem Video zeige ich dir 10 der besten kostenlosen Kreditkarten im Vergleich. Du erfährst, welche Vor- und Nachteile die Karten haben, worauf du bei der Auswahl achten solltest und wo du generell bei Kreditkarten aufpassen musst. Am Ende des Videos sage ich dir, welche Kreditkarte die beste für dich ist. Links zur Kreditkartenempfehlung und allen anderen vorgestellten Karten mit ihren Neukundenaktionen findest du unter dem Video. Legen wir los. Welche Arten von Karten gibt es? In diesem Video stelle ich dir nur echte Kreditkarten vor. Damit du einen besseren Überblick bekommst, zeige ich dir aber auch die anderen Kartenarten. Ich habe dem Video Kapitel hinzugefügt. Wenn du die Unterschiede der verschiedenen Arten schon kennst, kannst du auch ganz einfach zum Kapitel mit dem Vergleich springen. Erstens, Debitkarten. Diese Karten bekommst du meist kostenlos zu deinem Girokonto. Alle Zahlungen und Bargeldabhebungen werden direkt vom Girokonto abgebucht. Ein echter Kreditrahmen steht dir hier also nicht zur Verfügung. Lange Zeit war in Deutschland ausschließlich die Girocard verbreitet, die viele noch als EC-Karte kennen. Dieses Zahlungssystem funktioniert jedoch nur in Deutschland und ist nicht automatisch im Ausland nutzbar. Eine Nutzung außerhalb Deutschlands ist nur möglich, wenn die Girocard ein zusätzliches Co-Badge trägt, etwa von Visa, Mastercard, VPay oder Maestro. In diesem Fall ist eines dieser Logos sichtbar auf der Karte aufgedruckt. Neue Karten mit Maestro Co-Badge werden inzwischen nicht mehr ausgegeben. Ein weiterer Nachteil der Girocard: Online-Zahlungen sind nicht möglich. Aus diesem Grund setzen immer mehr Banken inzwischen auf Visa- oder Mastercard-Debitkarten. Diese funktionieren weltweit, lassen sich online einsetzen und ersetzen die klassische Girocard zunehmend. Debitkarten sind keine echte Kreditkarten. Gerade bei Hotels und Autovermietungen kann es deshalb zu Problemen kommen, da viele Anbieter dort ausschließlich echte Kreditkarten akzeptieren. Zweitens, Prepaid-Karten. Wie der Name es schon sagt, muss bei Prepaid-Karten vor der Nutzung ein Guthaben aufgeladen werden, das dann für Zahlungen und Abhebungen genutzt wird. Drittens, Kreditkarten. Bei echten Kreditkarten nutzt du den eingeräumten Kreditrahmen für Kartenzahlungen und für Bargeldabhebungen. In den meisten Fällen nutzt du den Kreditrahmen ohne Zinsen. Abhängig von der Kartenart und der Nutzung können aber unter bestimmten Voraussetzungen Zinsen anfallen. In diesem Video zeige ich dir vor allem die Nutzungsmöglichkeiten, bei denen keine Zinsen berechnet werden. Unter den Kreditkarten unterscheidet man zwei Arten: die Charge-Kreditkarten und die Revolving-Kreditkarten. Nutzt du eine Charge-Karte, wird der gesamte Monatsumsatz, also Abhebungen und Kartenzahlungen, am Monatsende automatisch von deinem Girokonto abgebucht. Die Nutzung ist immer zinsfrei. Teilrückzahlungen sind nicht möglich. Bei Revolving-Kreditkarten hast du die Wahl, ob du den offenen Betrag vollständig oder in monatlichen Raten, ähnlich wie einem Ratenkredit, zurückzahlst. Entscheidest du dich für die Vollrückzahlung, fallen bei den meisten Karten keine Zinsen an. Wählst du hingegen die Rückzahlung in Raten, werden Zinsen berechnet. Bei einigen Revolving-Kreditkarten werden Zinsen auf Bargeldabhebungen bereits ab dem Tag der Abhebung fällig, unabhängig davon, ob du den Betrag später komplett oder in Raten zurückzahlst. Wie hoch die Zinsen bei Revolving-Karten sind und bei welchen Karten sie auch für Bargeldabhebungen gelten, zeige ich dir gleich. Gebühren und Kosten bei Kreditkarten. In diesem Video zeige ich dir ausschließlich kostenlose Kreditkarten, also Karten, bei denen keine monatlichen oder jährlichen Grundgebühren anfallen. Trotzdem können bei einigen Kreditkarten zusätzliche Kosten entstehen. Bei allen Karten, bei denen das der Fall ist, zeige ich dir die entsprechenden Gebühren oder Zinsen. Welche Gebühren und Kosten du im Blick behalten solltest, schauen wir uns jetzt an. Zinsen bei Teilrückzahlung. Bei allen Revolving-Kreditkarten fallen Zinsen an, wenn du den genutzten Kreditrahmen nicht vollständig, sondern in monatlichen Raten zurückzahlst. Je nach Anbieter liegen die effektiven Jahreszinsen meist zwischen etwa 15 und 25%. Diese Kosten lassen sich jedoch einfach vermeiden. Gleichst du den offenen Saldo jeden Monat komplett aus, nutzt du den Kreditrahmen in der Regel zinsfrei. Abhebegebühren. Hebst du mit deiner Kreditkarte Bargeld am Geldautomaten ab, entstehen für die kartenausgebende Bank Kosten. Sie muss Gebühren an die Bank zahlen, die den Automaten betreibt. Aus diesem Grund berechnen viele Kreditkartenanbieter Abhebegebühren oder verlangen Zinsen auf Bargeldabhebungen. In diesem Vergleich zeige ich dir aber auch Kreditkarten, mit denen du kostenlos Bargeld abheben kannst. Und das weltweit. Fremdwährungsgebühren. Bei vielen Kreditkarten werden Fremdwährungsgebühren fällig, sobald du in einer anderen Währung als Euro bezahlst oder Geld abhebst. Mit der richtigen Kreditkarte lassen sich diese Zusatzkosten jedoch einfach vermeiden. Die Kreditkarten im Vergleich. Diese 10 Kreditkarten ohne monatliche oder jährliche Gebühren stelle ich dir in meinem Vergleich gegenüber. Links zu allen Karten und zu meiner Kreditkartenempfehlung findest du unter dem Video. Erstens, die Abhebegebühren. Einige Kreditkartenanbieter berechnen Zinsen oder Gebühren, wenn du mit ihnen Bargeld am Geldautomaten abhebst.
Es gibt aber insgesamt 5 Kreditkarten in diesem Vergleich, bei denen Bargeldabhebungen trotzdem kostenlos möglich sind. Welche das sind, zeige ich dir jetzt gleich. Und noch ein kleiner Tipp vorab. Mit allen Kreditkarten kannst du unabhängig von den gleich gezeigten Gebühren für Abhebungen am Geldautomaten an den Kassen verschiedener Einzelhändler kostenlos Bargeld auszahlen lassen. Das ist möglich bei Aldi, Lidl, DM, Rossmann, Netto, Müller und Markant. Mit der Bank Norwegian und mit der Barclays Visa-Karte ist das Abheben von Bargeld an Geldautomaten in Deutschland und weltweit kostenlos. Mit den Karten der Hanseatic Bank und der AVA7 sind Abhebungen an Automaten im Ausland gratis. An Automaten in Deutschland wird eine Gebühr von 3,95 € berechnet. Mit der Consors Finanzkreditkarte sind Abhebungen an Geldautomaten kostenlos, allerdings gilt hier eine überdurchschnittlich hohe Mindestabhebesumme von 300 €. Geringere Beträge sind möglich, dafür wird dann aber eine Abhebegebühr von 3,95 € berechnet. Nutzt du die TF Bank Mastercard Gold, wird vom Tag der Abhebung bis zur Rückzahlung ein effektiver Jahreszins in Höhe von 24,79% berechnet. Mit der Santander Bestcard Basic sind jeden Monat 4 Abhebungen am Automaten kostenlos. Ab der 5. Abhebung wird eine Gebühr in Höhe von 1% bei mindestens 5,25 € berechnet. Für Abhebungen mit der Extrakarte der Novum Bank werden 3% der abgehobenen Summe bei mindestens 3 € berechnet. Bei Abhebungen mit der Advansia Mastercard Gold fällt ein effektiver Jahreszins in Höhe von 24,69% von der Abhebung bis zum Ausgleich an. Mit der Payback American Express werden für Bargeldabhebungen am Automaten Abhebegebühren in Höhe von 4% bei mindestens 5 € berechnet. Ein Hinweis, der für alle Karten gilt. Einige Automatenbetreiber im Ausland berechnen eigene Gebühren für Abhebungen. Diese Gebühren werden nicht erstattet. Zweitens. Fremdwährungsgebühren. Bei vielen Karten werden Gebühren berechnet, wenn du sie in einer anderen Währung als dem Euro einsetzt. Das ist vor allem bei Karten der Fall, die du kostenlos zu deinem Girokonto dazu erhältst. Und hier liegt, neben der hohen weltweiten Akzeptanz, der größte Vorteil vieler kontounabhängiger Kreditkarten. Bei der Hanseatic Bank Visa, der Bank Norwegian Visa, der Barclays Visa, der Consors Finanzkreditkarte, der TF Bank Mastercard Gold, der Advansia Mastercard Gold und der AVA7 Visa-Karte werden keine Gebühren für den Einsatz in Fremdwährungen berechnet. Du kannst sie in jeder Währung kostenlos nutzen. Mit der Santander Bestcard Basic wird bei Kartenzahlungen in einer anderen Währung als dem Euro eine Auslandseinsatzgebühr von 1,85% berechnet. Geld abheben ist aber 4-mal monatlich weltweit ohne Gebühr möglich. Ab der 5. Abhebung eines Monats wird auch dafür die Auslandseinsatzgebühr berechnet. Beim Einsatz der Novum Bank Extrakarte in anderen Währungen als dem Euro wird eine Fremdwährungsgebühr in Höhe von 2,99% berechnet. Mit der Payback American Express Kreditkarte werden 2% Fremdwährungsgebühren berechnet. Drittens. Rückzahlung per Lastschrift. Wenn die Karte per Lastschrift ausgeglichen werden kann, bist du sicher, dass der Ausgleich pünktlich erfolgt. So lassen sich Strafzinsen am einfachsten umgehen. Der bequeme Lastschrifteinzug zum Ausgleich der monatlichen Abrechnung ist bei der Hanseatic Bank Genialcard Visa, der Bank Norwegian Visa, der Consors Finanz Mastercard, der Santander Bestcard Basic Visa, der AVA7 Visa und der Payback American Express Karte kostenlos. Bei der Barclays Visa werden dir monatlich 2 € berechnet, wenn du die 100%ige Lastschrift als Rückzahlungsmethode aktivierst. Das gilt übrigens auch dann, wenn du die Karte nicht nutzt. Die TF Bank Mastercard Gold, die Novum Bank Extrakarte sowie die Advansia Mastercard Gold können nur per Überweisung und nicht per Lastschrift ausgeglichen werden. Viertens. Guthabenaufladung. Um den Verfügungsrahmen zu erhöhen, kannst du folgende Kreditkarten zumindest kurzfristig kostenlos mit Guthaben aufladen. Die Hanseatic Bank Genialcard, die Bank Norwegian Visa, die Barclays Visa, die Santander Bestcard Basic und die AVA7 Kreditkarte. Nicht mit Guthaben aufladbar sind die Consors Finanzkreditkarte, die TF Bank Mastercard Gold, die Extrakarte der Novum Bank, die Advansia Mastercard Gold Kreditkarte und die American Express Payback Kreditkarte. Fünftens. Cashback und Rabatte. Als Inhaber der Hanseatic Bank Genialcard oder der AVA7 Visa-Karte hast du Zugriff auf ein Gutscheinportal, auf dem du Gutscheine kaufen kannst, deren Wert höher ist als der Kaufpreis. Dort gibt es Gutscheine für mehr als 100 Online-Shops, zum Beispiel Adidas, Zalando, Otto, Sportcheck oder About You. Außerdem erhältst du bei Zahlungen mit den Karten 5% Rabatt für Urlaubsbuchungen bei der Urlaubsplus GmbH. Mit der Barclays Visa sicherst du dir 5% Rückerstattung auf Reisebuchungen über die Professional Travel GmbH. Einfach bezahlen, Cashback mitnehmen. Mit der TF Bank Mastercard Gold erhältst du 5% Cashback auf Reisen über urlaubsplus.de und auf Mietwagen über mietwagen.de und 4% bei booking.com. Zusätzlich gibt es regelmäßig attraktive Sonderaktionen, zum Beispiel 2% Cashback an Tankstellen und weitere wechselnde Deals. Auch die Santander Bestcard Basic bietet 5% Rückerstattung auf Reisebuchungen über urlaubsplus.de. On top bekommst du einen Tankrabatt von 1% begrenzt auf 200 € Umsatz pro Monat. Die Advansia Mastercard Gold bietet ebenfalls 5% Cashback auf Buchungen über urlaubsplus.de und mietwagen.de. Mit der American Express Payback Kreditkarte sammelst du bei jedem Einkauf einen Payback-Punkt je 3 € Umsatz.
Selbst bei Nicht-Payback-Partnern. Bei Payback-Partnern kommen die regulären Punkte zusätzlich obendrauf. Ein weiterer großer Vorteil sind die Amex-Offers. Hier bekommst du regelmäßig direkte Gutschriften oder Extrapunkte bei bekannten Marken und Reiseanbietern. Die Bank Norwegian Visa, die Consorsfinanz Mastercard sowie die Novum Bank Extrakarte bieten keine Cashback-Programme oder Rabatte. 6. Versicherungen. Mit der Bank Norwegian Visa erhältst du ein Versicherungspaket aus einer Auslandsreise-Krankenversicherung, die bei Krankheit und Verletzung greift, einer Reiserücktrittversicherung, einer Gepäckversicherung und einer Gepäckverspätungsversicherung. Um den Versicherungsschutz zu aktivieren, musst du mindestens 50% der Reisekosten mit der Karte bezahlt haben. Der Schutz gilt für dich und mitreisende Familienmitglieder, die im gleichen Haushalt leben. Zur TF Bank Mastercard erhältst du ein Paket aus folgenden Reiseversicherungen: eine Auslandsreisekrankenversicherung, eine Reiserücktrittskostenversicherung, eine Gepäckversicherung, eine Gepäckverspätungsversicherung, eine Auslandshaftpflicht und eine Reiseunfallversicherung. Damit dich die Reiseversicherungen absichern, muss auch hier lediglich 50% des Reisepreises mit der Karte bezahlt werden. Die Versicherungen gelten für dich und bis zu 3 Mitreisende. Ein Reiseversicherungspaket bekommst du außerdem auch zur Advanzia gebührenfreikarte. Es besteht aus einer Auslandsreisekrankenversicherung, einer Reiserücktrittskostenversicherung, einer Gepäckversicherung, einer Gepäckverspätungsversicherung, einer Auslandshaftpflicht und einer Reiseunfallversicherung. Auch hier musst du 50% des Reisepreises mit der Karte bezahlt haben, damit der Schutz greift. Die Versicherungen gelten ebenfalls für dich und bis zu 3 Mitreisende. Die anderen Kreditkarten bieten kein Versicherungspaket. 7. Mobiles Bezahlen mit Smartphone oder Smartwatch. Apple Pay und Google Pay werden bei der Hanseatic Bank Visa, der Bank Norwegian Visa, der Barclays Visa, der Consorsfinanz Mastercard, der TF Bank Mastercard, der Advanzia Bank Mastercard, der AVA7 Visa, der Extrakarte und der American Express Karte unterstützt. Die Santander Bestcard Basic unterstützt Apple Pay, Google Pay und Garmin Pay. 8. Partnerkarten. Zusätzliche Karten können praktisch sein, wenn man seinen Kreditrahmen mit Familienmitgliedern teilen möchte. Zur Barclays Visa kann man kostenlos bis zu 3 Partnerkarten dazu bestellen. Bei der Santander Bestcard Basic und bei der Payback American Express Kreditkarte ist eine kostenlose Zusatzkarte verfügbar. Zu den anderen Kreditkarten gibt es aktuell keine Partnerkarten. 9. Zinsen bei Nutzung der Teilzahlungsfunktion. Wenn du die monatliche Kreditkartenabrechnung der Revolving-Karten nicht komplett ausgleichst, sondern in monatlichen Teilraten, werden bei den verschiedenen Karten folgende Zinsen berechnet. Bei der Hanseatic Bank Genialcard liegt der effektive Jahreszins bei 17,29%, in den ersten 3 Monaten ist es zinsfrei. Die Bank Norwegian berechnet 24,4% per annum. Bei der Barclays Visa sind es 20,91% effektiver Jahreszins. Bei der Consorsfinanz 18,9%. Bei der TF Bank Mastercard Gold liegt er bei 24,79%. Bei der Santander Bestcard Basic werden 16,43% effektiver Jahreszins berechnet. Und bei der Extrakarte 24,6%. Ähnlich ist es bei der Advanzia Mastercard Gold mit 24,69% effektiver Jahreszins. Und bei der AVA7 Visa sind es 19,29% effektiver Jahreszins, während die ersten 3 Monate nach der Kartenausgabe zinsfrei sind. Die American Express Payback ist eine Charge-Karte, daher sind keine Teilzahlungen möglich. Welche kostenlose Kreditkarte ist die beste? Meine Empfehlung. Meine Empfehlung ist die Bank Norwegian Visa-Karte, denn sie verbindet die Vorteile verschiedener anderer Kreditkarten ohne Jahresgebühr in einer Karte. Sie ist bedingungslos kostenlos, du zahlst also keine monatlichen oder jährlichen Gebühren. Bargeldabhebungen sind weltweit in jeder Währung gratis, ohne Gebühren oder Zinsen. Und auch für Kartenzahlungen gibt es keine Auslandseinsatz- oder Fremdwährungsgebühren. Der Ausgleich der Karte ist zudem bequem und kostenlos per Lastschrift möglich. Zur Karte erhältst du außerdem ein kostenloses Reiseversicherungspaket, das dich und deine Familienmitglieder schützt, wenn du die Reise mit der Bank Norwegian Kreditkarte bezahlst. Den Link zur Bank Norwegian und allen anderen im Video vorgestellten Karten findest du unter dem Video. Hast du noch Fragen zu den Karten? Dann schreib mir einfach in den Kommentaren. Ich beantworte sie gern. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Like von dir freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.